Moin alle zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Kanal. Ich heiße Luis und ich bin 18 Jahre alt und ich komme aus Schweden. Bis vor ein paar Wochen wohnte ich als eine Austauschschülerin in Deutschland und bin seit August 2019 da gewesen. Der Plan war ja eigentlich, da bis zum Ende Juni zu bleiben, also ein ganzes Jahr da zu sein. Aber aufgrund des Coronaviruses musste ich dann früher nach Hause fliegen und bin jetzt in Schweden zurück. Ich weiß, dass ihr jetzt denkt, aber komm schon, das ist kein schwedisches Backenvideo, was ist das denn? Keine Sorge, es kommt noch. Ich wollte euch nur ein bisschen Hintergrund geben, weil, wie ihr wahrscheinlich jetzt schon gemerkt habt, ist mein Deutsch nicht perfekt und es wird nicht immer allzu gut sein. Aber das hier ist ein Weg für mich, mein Deutsch weiter zu üben und weiter zu nutzen und auch hoffentlich vor allem euch was von Schweden zu erzählen. Ich bin total gespannt auf diesen Kanal und ich hoffe, es werde euch viel Spaß machen, Schweden zusammen mit mir zu entdecken. Also, jetzt sind wir hier und wir werden dann die schwedischen Schokoladenbällchen machen. Ich habe dies ein paar Mal in Deutschland gemacht, für meine Freunde da und so, und die fanden das sehr cool und habe eben so gesagt, oh, das schmeckt so lecker, was ist das? Und wenn ich einfach die Zutaten beschreiben habe, die so, was ist das so einfach? Und ja, es ist total einfach. Deswegen machen wir das zusammen heute und dann werde ich euch einfach zeigen, wie man das macht. Ich glaube, wir fangen dann an mit den Zutaten. So, das erste ist Haferflocken. Das hier auf Schwedisch heißt das Havregryn. Und davon brauchen wir 3 Deziliter. Das ist das hier. Und das Deziliter, das gibt nicht in Deutschland. Und das fand ich am Anfang ein bisschen schwierig, wenn ich in Deutschland backen sollte. Ich bin ja so daran gewöhnt, dieses zu nutzen. Aber so ein Deziliter ist ein Zehntel von einem Liter oder halt 100 Milliliter. So, das ist anscheinend was Schwedisches. So, wenn ihr wirklich für einen Schweden backen möchtet, dann wisst ihr Bescheid. Deziliter. Und es ist ganz einfach. Wir haben die Zutaten hier und wir werden das alles nur einfach in diese Schüssel machen. Alles rein und dann zusammenmischen. Und danach brauchen wir 1 Deziliter von Zucker. Einfach rein. Nach so. Dann kommt 2 Esslöffel Kakao. Und hier kommt noch ein Unterschied zwischen Deutschland und Schweden. In Deutschland, wenn man dann backt, dann wird man nur einen normalen Esslöffel nehmen. Und das fand ich total komisch, weil eine Esslöffel sieht ja irgendwie anders aus. Man weiß ja eigentlich nicht so, okay, was ist dann genau ein Esslöffel? Aber wir in Schweden sind das ziemlich so genau. So, wir haben noch ein so Maßen entwickelt. Und das hier ist ein Esslöffel. Wir haben auch so was Komisches für einen Teelöffel. Es steht, ein Teelöffel ist anscheinend genau 5 Milliliter Kakao. Werden wir jetzt machen. Machen macht Spaß. Ein Teelöffel Vanillezucker. Das hier ist schwedische Vanillezucker. Ich glaube, das ist das gleiche wie in Deutschland. Hoffe ich auf jeden Fall. Sonst wäre es schwierig, aber egal. So, alles klar. Butter dafür nicht vergessen, habe ich was vergessen. Aber man braucht 100 Gramm von... Oh Gott, ich bin sehr kompetent. 100 Gramm von Butter. Und das kommt auch einfach da rein. Was ein bisschen besonders ist, ist, dass wir brauchen jetzt 2 Esslöffel von Kaffee. Man kann auch eigentlich Wasser nehmen, habe ich immer selber gemacht, wenn ich klein war, weil ich mochte keinen Kaffee. Aber jetzt, wir sind ja in Schweden, hier trinken wir viel Kaffee. Ich bin mittlerweile älter geworden, ich mag auch Kaffee, deswegen machen wir Kaffee. So, wir nehmen ein und, wartet. Ja, das ist etwa 2 Esslöffel. Das ist nicht so genau. Ich habe nie gesagt, dass ich einen Backofen bin. Dann geht es weiter. Dann werden wir einfach alles, was jetzt hier drin ist, zusammenmischen. Genau. So, lass uns das jetzt machen.
Also, jetzt bin wir damit fertig geworden. Mag vielleicht nicht allzu köstlich gerade aussehen, aber es soll ungefähr so aussehen. Für die nächste Stufe brauchen wir nämlich ein bisschen von das hier, Perlzucker oder wie man auf Schwedisch sagt, Perlsocker. Und was man macht, ist, dass man das in einen Teller oder eine Schüssel oder was immer ein bisschen reintun, wie das. Lass das von stehen, weil wahrscheinlich brauchen wir ein bisschen mehr davon. Mal gucken. Okay, so, jetzt wenn wir den Teig haben, wir haben den Perlzucker, dann brauchen wir eigentlich nur einen Teller und dann können wir die kleinen Bällchen schon machen. Okay, also, dann werde man einen kleinen Teil von dem Teig nehmen, ungefähr sowas, macht so kleine Bällchen und dann in den Perlzucker rein. So rollt das ein bisschen rum. Und wie so. Und dann hat man sein erstes Bällchen fertig. Und dann ist es einfach so weitermachen. Das hier ist immer das Schwerste, weil jetzt brauche ich mehr Perlzucker. Aber ja, ihr seht ja, wie meine Hände aussieht. Ja, aber Mann, irgendwie schaffen wir das ja. Geschafft. Weiter geht's. So, jetzt bin ich damit alles fertig geworden. Am besten, dass wir das jetzt ungefähr eine Stunde in der Kühlschrank stehen, bevor man die essen. Man kann es auch jetzt essen, wenn man wirklich nicht warten kann. Aber am besten lassen Sie die in der Kühlschrank ein bisschen stehen. Vielen, vielen Dank für das, dass ihr heute dieses Video geschaut habt. Es hat mir viel Spaß gemacht, diese Schokoladenbällchen zu machen. Ich weiß, dass sie sehr köstlich schmecken. Ich hoffe, dass es euch auch schmeckt. Wenn so, bitte sagt mir Bescheid. Ich mache gerne weitere Videos wie diese. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder. Tschüss!